Die Schwelle der geistigen Welt von Rudolf Steiner. Von dem ätherischen Leib des Menschen und von der elementarischen Welt. Die Anerkennung einer übersinnlichen Geisteswelt und deren Erkenntnis erwirbt sich der Mensch durch die Überwindung gewisser Hindernisse, welche in der Seele zunächst gegenüber dieser Anerkennung vorhanden sind. Die Schwierigkeit, die hier vorliegt, beruht darauf, dass diese Hindernisse zwar im Bestande des seelischen Erlebens wirksam sind, dass sie aber im gewöhnlichen Leben als solche nicht zum Bewusstsein kommen. Es ist eben in der Seele des Menschen vieles lebendig vorhanden, von dem diese Seele selbst zunächst nichts weiß, von dem sie sich erst allmählich ein Wissen erwerben muss, ganz wie von Wesen und Vorgängen der äußeren Welt. Die geistige Welt ist für die Seele, bevor sie von dieser erkannt wird, etwas ganz Fremdes, etwas, das in seinen Eigenschaften nichts von dem hat, was die Seele durch ihre Erlebnisse in der sinnlichen Welt erfahren kann. So kommt es, dass die Seele vor diese geistige Welt gestellt sein könnte und in ihr ein vollkommenes Nichts sähe. Die Seele könnte sich fühlen, wie in einen unendlichen, leeren, öden Abgrund hineinblickend. Ein solches Gefühl ist nun in den zunächst unbewussten Seelentiefen tatsächlich vorhanden. Die Seele hat dieses Gefühl, das der Scheu, der Furcht verwandt ist. Sie lebt in demselben, ohne dass sie davon weiß. Für das Leben der Seele ist aber nicht allein maßgebend dasjenige, wovon sie weiß, sondern auch dasjenige, was in ihr, ohne ihr Wissen tatsächlich vorhanden ist. Wenn nun die Seele aus dem Bereiche ihres Denkens nach Gründen der Widerlegung, nach Beweisen gegen die geistige Welt sucht, dann geschieht dies nicht, weil diese Gründe durch ihren eigenen Wert zwingend sind, sondern deshalb, weil die Seele eine Art Betäubung gegen das geschilderte Gefühl sucht. Man wird nicht ein Leugner der geistigen Welt oder der Möglichkeit ihrer Erkenntnisse, weil man deren Nichtdasein beweisen kann, sondern weil man die Seele erfüllen will mit Gedanken, die hinwegtäuschen über die Scheu vor der Geisteswelt. Eine Befreiung von dieser Sehnsucht nach einem materialistischen Betäubungsmittel gegen die Scheu vor der Geisteswelt kann erst eintreten, wenn man den ganzen hier geschilderten Tatbestand des Seelenlebens überschaut. Der Materialismus als seelisches Furchtphänomen ist ein wichtiges Kapitel der Seelenwissenschaft. Begreiflich wird diese Scheu vor dem Geistigen, wenn man zur Anerkennung der Wahrheit sich hindurchgerungen hat, dass die Vorgänge und Wesenheiten der Sinnenwelt der äußere Ausdruck übersinnlicher, geistiger Vorgänge und Wesenheiten sind. Dies Begreifen tritt schon dann ein, wenn man durchschaut, dass der Leib, der am Menschen sinnlich wahrnehmbar ist und mit dem es die äußere Wissenschaft allein zu tun hat, der Ausdruck ist für einen feinen, übersinnlichen, ätherischen Leib, in dem der sinnliche oder physische wie in einer Wolke als dichterer Kern enthalten ist. Dieser ätherische Leib ist ein zweites Glied der menschlichen Wesenheit. In ihm liegt der Grund des Lebens des physischen Leibes. Nun ist in Bezug auf diesen ätherischen Leib der Mensch von der Außenwelt nicht in demselben Grad abgesondert, wie er in seinem physischen Leib abgesondert von der physischen Außenwelt ist.
Wenn in Bezug auf den ätherischen Leib von einer Außenwelt gesprochen wird, so ist damit nicht die physische Außenwelt gemeint, welche durch die Sinne wahrgenommen wird, sondern eine geistige Umwelt, welche gegenüber der physischen Welt so übersinnlich ist, wie der ätherische Leib des Menschen gegenüber seinem physischen Leib. Der Mensch steht als ätherisches Wesen in einer ätherischen, elementarischen Welt. Wenn nun dasjenige, was der Mensch wohl stets erlebt, wovon er aber im gewöhnlichen Erleben nichts weiß, dass er nämlich als ätherisches Wesen in einer elementarischen Welt sich befindet, wenn dieser Tatbestand bewusst wird, so ist dieses Bewusstsein ein ganz anderes als das des gewöhnlichen Erlebens. Für die übersinnliche Erkenntnis tritt dieses Bewusstsein ein. Diese weiß dann von dem, was im Leben stets da ist, was sich aber vor dem gewöhnlichen Bewusstsein verbirgt. Nun sagt der Mensch im gewöhnlichen Bewusstsein zu sich Ich, indem er auf das Wesen deutet, welches in seinem physischen Leibe sich darbietet. In der Sinneswelt beruht sein gesundes Seelenleben darauf, dass er sich so als ein von der übrigen Welt abgesondertes Wesen erkennt. Dieses gesunde Seelenleben wäre durchbrochen, wenn der Mensch irgendwelche Vorgänge oder Wesenheiten der Außenwelt als zu seinem Ich gehörig bezeichnete. Insofern der Mensch sich als ätherisches Wesen in der elementarischen Welt erlebt, ist dies anders. Da verschwimmt das eigene Ich-Wesen mit gewissen Vorgängen und Wesenheiten der Umgebung. Die ätherische Menschenwesenheit muss sich auch in dem finden, was nicht in der Art ihr Inneres ist, wie sie sich gewöhnt hat, dieses Innere in der Sinnenwelt anzusehen. Es gibt in der elementarischen Welt Kräfte, Vorgänge und Wesenheiten, welche man, trotzdem sie in gewisser Beziehung Außenwelt sind, doch so ansprechen muss, als ob sie zu dem eigenen Ich gehörten. Man ist als ätherisches Menschenwesen in die elementarische Weltwesenheit eingesponnen. In der physisch-sinnlichen Welt hat man seine Gedanken. Man ist mit ihnen so zusammen, dass man sie als zum Bestande des Ich gehörig ansehen kann. In das ätherische Menschenwesen wirken so intim in das Innere herein, wie die Gedanken in der Sinnenwelt Kräfte, Vorgänge usw., die sich nicht so verhalten wie die Gedanken, sondern die wie Wesen sind, die mit und in der Seele leben. Die übersinnliche Erkenntnis bedarf daher einer stärkeren inneren Kraft, als diejenige ist, welche die Seele hat, um sich gegenüber ihren Gedanken als selbstständig behaupten zu können. Und die Vorbereitung zur wahren Geistanschauung besteht im Wesentlichen auch darin, die Seele so innerlich zu verstärken, zu erkraften, dass sie sich als Eigenwesen nicht nur erfühlen kann, wenn Gedanken in ihr sind, sondern auch, wenn die Kräfte und Wesenheiten der elementarischen Welt in ihrem Bewusstseinsfelde wie ein Teil ihres eigenen Wesens auftreten. Die Kraft der Seele, durch welche sie sich als Wesen der elementarischen Welt behauptet, ist in dem gewöhnlichen Leben des Menschen vorhanden. Die Seele weiß zunächst nichts von dieser Kraft, aber sie hat sie. Dass sie auch wissend haben kann, dazu muss sie sich erst rüsten. Sie muss sich dazu aneignen, jene innere Seelenstärke, welche in der Vorbereitung zum Geistanschauen erworben wird.
Solange sich der Mensch nicht entschließen kann, diese innere Seelenstärke sich anzueignen, hat er eine begreifliche Scheu vor der Anerkennung seiner geistigen Umwelt, und er greift unbewusst zu der Illusion, diese geistige Welt sei nicht vorhanden oder nicht erkennbar. Diese Illusion hilft ihm hinweg über die instinktive Scheu vor dem Verwachsen oder Verschwimmen seines Eigenwesens, in Klammern Ich, mit einer wesenhaften äußeren geistigen Welt. Wer den geschilderten Tatbestand durchschaut, der kommt zur Anerkennung eines ätherischen Menschenwesens hinter dem physisch-sinnlichen Menschen und einer übersinnlichen ätherischen, elementarischen Welt hinter der physisch wahrnehmbaren. In der elementarischen Welt findet das hellsichtige Bewusstsein Wesenhaftes, das bis zu einem gewissen Grade Selbstständigkeit hat, wie das physische Bewusstsein in der Sinnenwelt Gedanken findet, welche unselbstständig und unwesenhaft sind. Das Einleben in diese elementarische Welt führt dann dazu, die teilweise selbstständigen Wesenheiten in einem größeren Zusammenhange zu sehen. Wie wenn man erst die Glieder eines physischen Menschenleibes in ihrer teilweisen Selbstständigkeit betrachtete und dann erkannte, dass sie innerhalb des Gesamtleibes als Teile vorhanden sind, so fassen sich für das übersinnliche Bewusstsein die Einzelwesen der elementarischen Welt als Lebensglieder eines großen Geistleibes zusammen, welcher dann im weiteren Verlaufe des übersinnlichen Erlebens als der elementarische, übersinnliche Lebensleib der Erde erkannt wird. Innerhalb dieses Lebensleibes der Erde erfüllte sich das ätherische Menschenwesen selbst als ein Glied. Es ist dieses Fortschreiten in der Geistanschauung ein Einleben in das Wesen einer elementarischen Welt. Diese Welt ist belebt von Wesenheiten der mannigfaltigsten Art. Will man das Treiben dieser wesenhaften Kräfte zum Ausdruck bringen, so kann man das nur, indem man ihre mannigfaltigen Eigenarten in Bildern zeichnet. Es gibt da Wesenheiten, die man verwandt findet mit allem, was nach Dauer, nach Festigkeit, nach Schwere drängt. Man kann sie als Erdenseelen bezeichnen, und wenn man nicht überklug sich dünkt und sich nicht fürchtet vor dem Bilde, das doch auch nur auf die Wirklichkeit deuten, sie nicht selber sein soll, so kann man von Gnomen sprechen. Man findet Wesen, die man wegen ihrer Beschaffenheit als Luft-, Wasser- und Feuerseelen bezeichnen kann. Dann aber zeigen sich auch andere Wesenheiten. Diese treten zwar so auf, dass sie als elementarische, ätherische Wesen erscheinen, doch man erkennt an ihnen, dass in ihrer ätherischen Wesenheit etwas steckt, was höherer Art ist als die Wesenhaftigkeit der elementarischen Welt. Man lernt verstehen, dass man dem wahren Sein dieser Wesen mit dem Grade von übersinnlicher Erkenntnis, der nur für die elementarische Welt ausreicht, ebenso wenig beikommen kann, wie man der wahren Wesenheit des Menschen mit bloßem physischen Bewusstsein beikommen kann. Die vorher genannten Wesen, die im Bilde Erd-, Wasser-, Luft-, Feuerseelen genannt werden können, stehen mit ihrer Tätigkeit in gewisser Beziehung innerhalb des elementarischen Lebensleibes der Erde. Sie haben in demselben ihre Aufgaben. Die charakterisierten Wesenheiten höherer Art haben eine Tätigkeit, welche über das Erdgebiet hinausreicht. Lernt man sie im übersinnlichen Erleben weiter kennen,
so wird man selbst mit seinem Bewusstsein über das Erdgebiet geistig hinausgeführt. Man schaut, wie sich dieses Erdgebiet aus einem anderen herausgebildet hat und wie es die geistigen Keime in sich entwickelt, dass aus ihm in der Zukunft ein weiteres Gebiet, gewissermaßen eine neue Erde entstehen kann. In meiner Geheimwissenschaft ist gesagt, warum man dasjenige, woraus sich die Erde gebildet hat, als einen alten Mondplaneten bezeichnen kann und warum man die Welt, nach welcher die Erde in Zukunft hinstreben wird, als Jupiter bezeichnen kann. Das Wesentliche ist, dass man im alten Monde eine lang vergangene Welt sieht, aus welcher die Erdenwelt durch Umwandlung sich gebildet hat, und dass man im geistigen Sinne als Jupiter eine zukünftige Welt versteht, nach welcher die Erdenwelt hinstrebt. Zusammenfassung des Vorangehenden. Es liegt dem physischen Menschen eine feine, ätherische Menschenwesenheit zugrunde. Diese lebt in einer elementarischen Umwelt, wie der physische Mensch in einer physischen Umwelt lebt. Die elementarische Außenwelt gliedert sich zum übersinnlichen Lebensleib der Erde zusammen. Dieser ergibt sich als das Umwandlungswesen einer alten Welt, Mondenwelt, und als der Vorbereitungszustand für eine künftige Welt, Jupiterwelt. Schematisch kann man nach dem Vorhergehenden den Menschen so betrachten. Erstens, den physischen Leib in der physisch-sinnlichen Umwelt. Durch ihn erkennt sich der Mensch als selbstständiges Eigenwesen, in Klammern Ich. Zweitens, den feinen, ätherischen Leib in der elementarischen Umwelt. Durch ihn erkennt sich der Mensch als Glied des Erdenlebensleibes und dadurch mittelbar als Glied dreier aufeinanderfolgender planetarischer Zustände,